although I feel that yesterday we were a little dry and theoretical. Obwohl ich fühle, dass gestern vielleicht etwas trocken und theoretisch gewesen ist. Nevertheless, I think it's useful to try in this way to see and analyze. Nichtsdestoweniger denke ich, dass es trotzdem nützlich ist, Dinge von dieser Seite aus zu betrachten und zu analysieren. In order to find another type of beauty in the structure and in the meaning of our Holy Scriptures. Damit man auch eine andere Sichtweise der Schönheit und der Struktur unserer Literatur hat. There are many, many different layers of reality. Es gibt so viele verschiedene Schichten der Wirklichkeit. And it depends on our consciousness which level of that reality we can touch. Und es hängt von unserem Bewusstsein ab, welche Schicht dieses Bewusstseins wir erreichen können. There is an ongoing debate or an exchange of opinions. Da ist ein fortlaufender Diskurs über verschiedene Meinungen in dieser Richtung. That who is telling the Gita? Wer spricht die Gita eigentlich? We should answer, oh, it's a song divine, it is spoken by Supreme Lord Krishna. Wir sollten antworten, oh, das ist ein Gesang, das ist gesprochen von dem höchsten Herrn, Lord Krishna. Yeah, that's true, but which aspect of Krishna is so telling? Und das stimmt, aber wir sollten auch bedenken, welcher Aspekt Krishna hat da gesprochen. Some say that Vasudeva Krishna is speaking. Einige sagen, dass Vasudeva Krishna dort gesprochen hat. Like a general conception of about Krishna and supreme intelligence. Als ein generelles Prinzip Krishnas als die übergeordnete Intelligenz, die höchste Intelligenz. Others say that the Gita is spoken by Nandanandan Krishna. Andere sagen, dass die Gita gesprochen wurde von Nandanandana Krishna. And if you study the text carefully, wenn man den Text ganz vorsichtig studiert, the general impression is that this is Vasudeva Krishna. Der generelle Eindruck ist, dass es Vasudeva Krishna ist. Like in his divine position. He speaks from his divine position. Er spricht aus seiner göttlichen Position heraus. But there are some hints, there are some hidden verses where he reveals himself. Da gibt es einige Hinweise oder geheime Verse, wo er sich dann doch offenbart. Where he forgets about his position. Wobei er seine eigene Position dann vergisst. So he forgets about the divine teacher. Er vergisst dabei ein göttlicher Teacher zu sein, Lehrer. And simply like a mistake, he reveals his real identity. Es erscheint fast wie ein Fehler, wenn er seine wirkliche Identität offenbart. So these types of secrets we also have to find. Diese Arten von Geheimnissen können wir entdecken. And some more engagement will come tomorrow to come closer to those secrets. Und da wird es auch noch weitere Betrachtungen und Beschäftigungen geben, die wir morgen machen, um noch dichter zum Geheimnis zu gelangen. But right now, let's return back to our analysis. Aber jetzt lasst uns erstmal wieder zurück zu unserer Analyse kommen. As we agreed, we are searching for an identity between the revelation and the sacred tradition. Wir sind darüber eingestimmt gewesen, dass wir eine Verbindung suchen zwischen der göttlichen Offenbarung und der geheimen Tradition. So, the unity, the harmony of Shruti and Smriti, like there are the Vedas, and one line was the Shruti. Die Einheit und die Harmonie zwischen Shruti und Smriti, die beide zu den Veden gehören. And we pick from the
from the Shruti, the Rig-Veda, and from the Smriti, the Bhagavad-gita. Und von der Shruti nehmen wir die Vedanta Sutra und vom Smriti die Bhagavad-gita. Actually, the Rig-Veda. Rig-Veda, not Vedanta Sutra. And we can say that all the revealed scriptures, somehow they describe the reality, the supreme and relative reality that we have around. Alle offenbarten Schriften beschreiben auf die eine oder andere Art und Weise die Wahrheit, entweder in absoluten oder in einer relativen Art und Weise. Let's say the universe around. Das Universum um uns herum. And one aspect of this universe that we have around is time and space. Ein Aspekt des Universums ist Raum und Zeit. So, in the Vedic cosmology, one doesn't exist without the other. In der vedischen Kosmologie kann das eine oder das andere ohne das andere nicht bestehen. Time starts when space starts to manifest. Die Zeit beginnt, wenn sich Raum zu manifestieren beginnt. And this cosmic time circle will end at the time of the cosmic dissolution. Und dieser kosmische Zeitzyklus wird aufhören, wenn die kosmische Manifestation sich zurückzieht. And we know that one aspect of this system is the space structure. One aspect of this whole universal cosmic system is the space. Ein Aspekt des kosmischen Universums ist der Raum. And this, of course, we have many different visions about how the cosmological order is prepared. Wir haben viele verschiedene Sichtweisen, wie die kosmische Struktur und Ordnung strukturiert ist. Like there are unlimited planetary systems. Das sind unbegrenzte planetarische Systeme. Others say that there are the 14 lower and 14 higher planets. Da gibt es andere, die sagen, dass es 14 höhere und 14 tiefere, niedrige Planetensysteme gibt. Then we also understood that there are three main categories, like the lower planetary systems, the middle lokas, the middle section, and the upper, higher heavenly planets. Und da gibt es auch so ein Konzept, das sagt, dass es niedrige Planetensysteme gibt, dass es mittlere Planetensysteme gibt, wo auch die Erde zugehört, und dass höhere Planetensysteme gibt, die man auch als himmlische Planeten bezeichnet. But basically we can accept that there are two major categories. One is the spiritual sky and the other is the material energy. Grundsätzlich kann man aber davon ausgehen, dass es zwei Kategorien gibt. Es gibt einmal den spirituellen Bereich, das spirituelle Universum, und das materielle Universum. So you see there the higher energy, like the spiritual sky, and the lower, inferior type of energy manifested as the material universe. Da kann man also das höhere, spirituelle Manifestierte sehen, die spirituelle Welt, und das untergeordnete Universum, das ist die materielle Welt. So if we want to find the key number of space, this is two, upper and lower, spiritual and material. Wenn man einen Schlüssel finden möchte, einen Schlüssel zum Verständnis, dann gibt es einmal ein höheres System und ein niedriges System. So please remember this code number, the 2, this is for space. Das ist eine Codenummer, die heißt 2, das ist für den Raum. And the other element of the cosmic structure is time. Und das andere Element der kosmischen Struktur ist die Zeit. How many phases, how many aspects should we find for time? Wie viele Aspekte und Phasen können wir für die Zeit festlegen? 3, like? Present, past, and future. All right, thank you. Over the people, yes. 3, die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft.
Although the picture itself shows this cosmic cycle in the 4 different yugas, like the Golden Age and the Iron Age, etc. Und diese Darstellung zeigt das kosmische Yoga in den verschiedenen Zeitaltern, so wie Satya Yoga oder auch Kali Yoga genannt. Which revolve like the spring, summer, autumn, winter and spring again. Die sich so praktisch manifestieren, wie auch wir das kennen von unserer Welt als Winter, Frühling, Sommer und Herbst. But basically, as we perceive time, this is in 3 phases, like past, present and future. Aber so wie wir Zeit wahrnehmen, ist es tatsächlich in 3 Phasen, nämlich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. From these phases, actually there is only one really existing, this is the present moment. Von diesen 3 Phasen gibt es eigentlich nur eine wirkliche Realität und das ist der gegenwärtige Moment. This past has already passed, therefore it doesn't really exist. There are only some reflections, some memories there. Die Vergangenheit ist geschehen und es hat eigentlich keine Substanz mehr, es sind noch Reflexionen in Erinnerung vorhanden. And the future is very insecure, very unsure. It's also like a dream, but we can contribute to the future. Und die Zukunft ist auch ganz unsicher, es erscheint wie ein Traum. Aber wir können etwas dazu beitragen, dass die Zukunft geschieht. So we can say that the future is a latent reality. Wir können also sagen, dass die Zukunft wie eine latente Realität Wirklichkeit ist. Like a possibility, full of possibilities, and something will manifest from that. Wie eine Möglichkeit, ein Raum von Möglichkeiten, die irgendwann sich manifestieren dürfen. While the past is a sub-latent reality, already exposed and expired. Und die Vergangenheit ist wie eine sublatente Realität, die schon sozusagen ausgelaufen ist und verfallen ist. But we have the present moment and we should do something about our spiritual identity in this moment, right now. Wir haben eine Gegenwart und wir sollten schauen, was wir tun können für unsere spirituelle Realität und Präsenz genau in diesem Moment. Nevertheless, these 3 aspects are there, so if we want to find a key number for the time aspect, that is 3. Und also 3 Aspekte und wenn wir eine Schlüsselnummer finden wollen, dann ist es Nummer 3. So please remember, 2 for space, 3 for time. Aber bitte erinnert euch, das ist also Nummer 2 für den Raum und die Nummer 3 für die Zeit. Let's see, let's calculate a little bit. Again, this is dry, I know, but let's calculate. Lasst uns etwas anfangen zu rechnen. Ich weiß, es ist sehr trocken, aber dennoch, lasst uns mal ein bisschen anfangen zu rechnen. First, let's see the code of the Rig Veda. Lasst uns erstmal den Code des Rig Veda angucken. This is a beautiful illustration from the text of the Rig Veda. Das ist eine wunderbare Darstellung eines Textes des Rig Veda. You see all the demigods there who are responsible for the cosmic order. Man sieht dort die ganzen Halbgötter, die für die kosmische Ordnung zuständig sind. And actually, the Rig Veda, as we discussed last time, consists of many different parts and hymns and books and chapters. Der Rig Veda, wie wir das schon diskutiert haben, besteht aus ganz vielen verschiedenen Teilen von Hymnen, Büchern und Liedern und allen möglichen Dingen. So there are 216 chapters in the Rig Veda. Da gibt es 216 Kapitel im Rig Veda. So if we take the chapters as a representation of the space aspect of the Rig Veda, wenn wir die Kapitel als einen Raumaspekt des Rig Veda nehmen, then we should apply to this number of the chapters the code of the space, that was 2. Dann sollten wir das praktisch so versuchen in Einklang zu bringen, dass wir die 2 irgendwie da unterbringen können. Right? If we divide the number of the chapters by 2, we achieve 108. Wenn wir 216 durch 2 teilen, dann kommen wir auf 108.
Right? That's an interesting number. Das ist doch eine sehr interessante Nummer, oder? Right? 108. Give me examples where you can find the 108. Gib mir mal Beispiele, wo man die 108 auch noch finden kann. The Japamala, correct? Something more? Gopis. The gopis. Yeah. Yes, number of the main gopis, correct? 108 Gopis. Is the speed with which the Earth is turning. 108 kilometers per hour. No, 10,000, something like 1,080. It's the same. Yeah. Little up or down, it doesn't matter. 1,080 kilometers per hour. The proportion is the same. Good, very nice. The Earth is Turning in this speed. Around Die Erde dreht sich mit einer Geschwindigkeit von, nehmen wir mal an, 18.008 Kilometern, so ungefähr. Also there are 108 Upanishads, you remember? Hier gibt es auch 108 Upanishaden. Also there are 108 traditional names of the sannyasis. Hier gibt es 108 traditionelle Namen der Sannyasis. So a lot of occasions we meet 108. An verschiedenen Beispielen und Gelegenheiten finden wir die Zahl 108. Shall we calculate a little bit more? Sollen wir noch ein bisschen mehr rechnen? Please help me. Bitte hilft mir. How much we breathe per moment? Minute, yes. Wie oft atmen wir in einer Minute ein? 16, let's. 18. It's after climbing the stairs. So let's calculate to 15, right? Do you agree? Now we are very peaceful, very quiet in 15. Also in diesem Moment, wenn wir nicht gerade Treppen gestiegen sind, dann werden es vielleicht ein bisschen mehr sein, können wir uns vielleicht auf 15 einigen. How much is that per hour? Wie viel sind das in einer Stunde? Really? 60 times. Mal 15, 900, oder nicht? Ist das nicht 900? Nein, 15 mal 6. Ja, 900. 9 is for the yogis. Who control their breath. 900 is for the human, normal human. 900 ist die Zahl, wo ungefähr einatmen und ausatmen in einer Stunde. 90 wäre vielleicht für die Yogis, die schon seit Tausenden von Jahren meditieren. All right. So every hour we have 900 breaths. How much we have per day? Jetzt haben wir also 900 Atemzüge in einer Stunde. Wie viel haben wir in einem Tag? Somebody has a calculator. 21.600, 21.600, she said. Correct. Thank you. Das ist richtig. Danke. And I have another question. How many prayers should we say? I think with all our breaths, we should glorify the Supreme. Wie viele Gebete sollten wir eigentlich aussprechen? Ich denke, wir sollten unsere ganzen Kraft unseres Atems nehmen, um ein Gebet auszudrücken. So at least more than 20,000 prayers we should chant per day. Ich denke, wir sollten mehr als 20.000 Gebete aussprechen am Tag. Right? But you know, time or day is divided half, like the daytime and the nighttime. And you have an excuse not to chant during the night. Und der Tag ist ja schon natürlicherweise unterteilt in eine Nacht und eine Tageszeit. Man hat natürlich eine natürliche Entschuldigung, schon mal in der Nacht nicht beten zu müssen, dürfen. So if you calculate only the daytime breaths, like half of this number what you mentioned, how much is that? Wenn wir das einfach mal teilen, die Nummer, die gerade gesagt wurde, 21.600, wie viel ist das? 10.100. 10.800. Correct.
Stimmt. And now this is the Kali Yuga. Und jetzt sind wir noch im Kali Yuga. So you can divide your breaths by 100. Ihr könnt diese Atemzüge nochmal durch 100 teilen. How much is that? Wie viel ist das? 108. 108. 108. Right? So this proves that somehow we are connected to this very special number, 108. Und das zeigt und beweist, dass wir irgendwie verbunden sind mit dieser geheimnisvollen Zahl 108. Because even our breaths, our natural bodily functions are somehow according to this rhythm. Sogar unser Atem geht irgendwie einher mit diesem Rhythmus. And therefore we can say that 108 is a cosmic number. Deswegen können wir sagen, 108 ist eine kosmische Zahl. Somehow it describes a hidden connection between the different elements of this cosmic structure. Es beschreibt eine geheime, versteckte, verborgene Verbindung in der ganzen kosmischen Struktur. So therefore it is very, very useful to chant at least 108 mantras or prayers per day, because then you are connected to this sublime, hidden rhythm of the universe. Deswegen ist es wirklich sehr von Bedeutung, wenn wir wenigstens 108 Gebete am Tag chanten, sodass wir mit diesem verborgenen, geheimen Rhythmus verbunden sind. So somehow this, our chanting on Amala connects us to this hidden reality. Und das Chanten auf unserer Mala, wo 108 Perlen sind, wird uns mit dieser verborgenen Rhythmus auch verbinden. But if we say that 108 is a cosmic number, then let's calculate a little bit more. Aber wenn wir sagen, 108 ist eine kosmische Nummer, dann lass uns mal etwas weiterrechnen. What do you think? What is the proportion between the diameter of the moon and the distance of the moon and the planet Earth? Was denkt ihr, was der Vergleich, die Beziehung ist zwischen dem Umfang des Mondes und der Entfernung zwischen Mond und Erde? Guess. Schätzt es einfach mal. Can I help you? Kann ich euch helfen? The distance between the moon and Earth and the diameter of the moon, its proportion is 108. Surprise, right? Und diese Beziehung, also die Entfernung zwischen Mond und Erde und der Umfang des Mondes ist genau 108 wieder. I have another question. What do you think? What is the proportion between the diameter of the sun and the distance of the sun and the planet Earth? Guess. Gleiche Frage taucht auf, wie ist die Beziehung zwischen Sonne und Erde? Schätzt es mal. What is your guess? Was ist eure Schätzung? Yeah, 108, correct. 108. And we have to go one step further. Wir können noch einen Schritt weitergehen. Because the proportion of the diameter of the Earth and of the Moon is again 108. Der Durchmesser der Erde und der Durchmesser des Mondes sind auch wieder 108. So these are traditional numbers, but if you check by the recent astrological calculation, these are traditional numbers, the 108, if you check the exact astrological calculation. Das sind traditionelle Zahlen, wenn man die astrologischen Berechnungen vergleicht. You will find little different numbers. Man wird ein bisschen verschiedene Zahlen finden. Like 108 and something, and 109 and something. 108 und ein wenig und 109 und
und ein bisschen. Right? But, yes, please. Mal auf Deutsch oder ausgeführt? Deutsch. Ich habe es noch nicht ganz verstanden, ich würde es gerne ganz verstehen. Also die Distanz zwischen Mond und Erde sind 100 geteilt durch Verhältnis oder geteilt? Geteilt durch den Durchmesser des Mondes ergibt 108. Aha. Entschuldigung. Nein. Das ist gut. Clear? Klar? So it's very strange, very hidden proportion. Es ist eine befremdliche, versteckte Proportion. Manifests also in our bodily structure by the breathing. Es manifestiert sich auch in unserer Körperstruktur bei der Atmung. So this much about cosmological calculation. So viel zur kosmologischen Berechnung. Let's return to our Rig Veda. One question. Yes. Was this in kilometer or what? Which kind of measure? How did you get this 108? times bigger. Big. So Okay. these are not kilometers, because the kilometers, I can give you the kilometers, but No, why it's good. engage in so many numbers? This is the proportion. Okay, good. If you divide the distance of the planet Earth and the Moon by the diameter of the Moon, this is 108 times bigger the distance than the diameter. Right? Okay. Yes? Just who found out these proportions? Are these somewhere in the scriptures or some, I don't know, Scientific. Bhakta just did some calculations and found this out, about the 108? Well, 108 is a mystic number of Indian sacred tradition. 108 ist eine heilige Zahl in der heiligen Tradition. And there are some research going on in this respect in India. Und da wird einige Forschung in dieser Richtung in India. And this is where this is the source of my information. Das ist die Quelle meiner Information. And when I checked the actual numbers, they are very close to this proportion. Wenn ich die aktuellen, die eigentlichen Zahlen betrachtet habe, dann ist es sehr dicht dabei. So if we consider the ancient past, when they did not have these type of like laser techniques and this and that, I think even the measurement is quite close to the actual distance. Wenn ich das vergleiche, was die früher für Möglichkeiten hatten mit dem, was heute ist, zum Beispiel Lasertechnologie, dann kommt es dem alles ziemlich nahe von der Berechnung her. What to speak of the proportion? Was zu sprechen von der Proportion? Because even if we know the numbers, if we don't see the proportion, then we don't understand the connection between the different levels of reality. Wenn wir nur die Zahlen sehen, aber nicht die Proportionen damit einhergehend betrachten, dann haben wir kein komplettes Verständnis dazu. So please remember, when you chant your rounds and your mala, that connects you to this manifest reality. Man kann sich daran erinnern, zum Beispiel, wenn man seine Runden chantet, dass man verbunden ist mit dieser kosmischen Manifestation des Geheimnisses. And your breath is also involved in this pulse. Und auch deine Atmung ist damit involviert. Right? Any other question regarding the 108? Gibt es noch andere Fragen dazu zu den 108? I have a question. How the scientific picture of the galaxies and everything, how is this connected with the Vedic picture of the lokas? Oh. This I never get together in my mind. How this is. Wie ist die wissenschaftliche Betrachtung des Kosmos im Vergleich zur vedischen Kosmologie? Wie kann man das in Einklang bringen? Well, I think we could organize a week-long seminar on this topic. Entweder können wir eine Woche lang darüber diskutieren und Seminar einrichten. Just to give a little hint on this. Um nur einen kleinen Hinweis darauf zu geben.
there are some cosmological theories that describe the universe as a fish. Gibt es As einige a fish. kosmologische Theorien, die das Universum in der Form eines Fisches beschreiben. Right? So strange enough, if you check out the 5th canto of the Srimad Bhagavatam, there you will find the description of the Shishumara planetary systems. 5th canto. Shishumara. Im 5. Kanto findet man Beschreibung der Shishumara-Planeten. And this is compared to a big fish again. Und das ist wieder verglichen mit einem Fisch. Right? And all the different planets are positioned on the different boundary parts of this gigantic cosmological fish. Und die verschiedenen Planeten sind irgendwo angeordnet in diesem gigantischen kosmischen Fisch. Nevertheless, the description of the Puranas is, let's say, totally different from the present scientific paradigm. Die Beschreibungen der Purana sind irgendwie doch ziemlich verschieden von dem gegenwärtigen wissenschaftlichen Stand. But if we take the Puranic worldview as somehow a poetic description of the truth, then it always hits the target. Wenn wir die Puranas der Beschreibung als eine poetische Beschreibung der Wahrheit betrachten, dann treffen wir doch immer wieder auf den Nagel auf den Kopf sozusagen. But if you excuse me, I wouldn't go too much into details right now. Bitte entschuldigt, dass ich da jetzt nicht zu sehr ins Detail einsteigen kann. One interesting point, according to the Vedic Indian tradition, the moon is higher than the sun. And it's considered a higher planet than the sun. Ein interessanter Punkt in der vedischen Kosmologie ist, dass der Mond sozusagen als ein höherer Planet betrachtet wird als die Sonne. And from the other hand, the moon is like a gate and the sun is like an exit from the material world. Und es wird beschrieben, dass der Mond wie ein Eintritt und die Sonne wie ein Austritt aus der materiellen Existenz ist. Gate like you can go there and return. So the moon is a place to return from, and the sun is the final exit. Escape from the material. In den Mond kann man eintreten und auch wieder austreten, aber die Sonne wird so betrachtet, als wenn man da über die Sonne dann praktisch die materielle Welt verlassen kann. Right? Because it's symbolic of the path of enlightenment. Right? Das ist die Sonne ist wie das Symbol des Pfades der Erleuchtung. Right? And as we prayed in the Rig Veda, that Om Tat Vishnu, let the divine sun enlighten my meditation. Im Rig Veda ist ja auch diese Meditation, lass die Sonne, die göttliche Sonne meine Meditation erleuchten. So in the same way, our spiritual efforts should aim at this divine illumination. Und so sollte auch unsere spirituelle Bemühung darin münden, dass wir göttliche Erleuchtung erlangen. So we discussed the space aspect of the Rig Veda, divided the number of the chapters by the code of the space, that was 2, and finally we came to 108. Und wir haben praktisch den Raumaspekt des Kosmos betrachtet und sind dann auf 216 gestoßen, haben was durch 2 geteilt, das die Codezahl ist, und sind bei 108 gelandet. If there is space, there is time also. Wenn es Raum gibt, muss es auch Zeit geben. If we take the number of the hymns as the equivalent of the time, and if we divide it with the code number of the time 3, then you will reach this number. So if we take the hymns, 117 hymns, as the time aspect of the Rig Veda, and if you divide it by 3, which was the code for the time, then you achieve. Okay. Wenn man 1017 Hymnen nimmt als Zeitaspekt und das durch 3 teilt, was der Code der Zeit ist, dann gelangt man zu der Zahl 339. Right?
very unusual number. What to do with the 939? I mean 339. Was fällt von dieser Zahl an? In order to understand this time factor better, Um diesen Zeitfaktor besser zu verstehen, we have to calculate with the number, with the symbolic number of the year, the cosmic year. dann müssen wir die symbolische Nummer des kosmischen Jahres nehmen. Usually we are accustomed that a year is 365 days, right? Wir haben uns darauf verstanden, dass ein Jahr 365 Tage hat, richtig? Sometimes there are some extra days, but basically this is the number. Manchmal gibt es extra Tage, aber im Grunde genommen ist das die Zahl. But if you check the calculation of the cosmic time sequences according to the Srimad Bhagavatam, Wenn man die Zeit sozusagen wie in der kosmischen Sequenz des Srimad Bhagavatams betrachtet, there you will find that the years are calculated by 360. dann wird man sehen, dass dort die Jahre mit 316 Tagen berechnet werden. 60. Not 360, nicht 365. Right? So this is, we can say that 360 is like a full circle. It's like it's the number of the symbolic year. 360 ist ein vollkommener Zyklus, ist sozusagen die symbolische Nummer für ein Jahr. 360 Grad sind in einem Kreis. Yes, one circle. I'm Sorry. It's for about my intelligence because I'm not too much mathematics and this numbers I'm really bad. Yes. Sorry for torturing you with this, but we shall very soon come to some conclusion. So, if we divide Wenn wir jetzt teilen, these two numbers, zwei Zahlen, right? And multiply 2 Sorry? und wieder mit 2 multiplizieren. and multiply it with No, let's not multiply yet. noch nicht. So, if we divide this 339, which is the time code, let's say, of the Rig Veda, Wenn wir diesen Zeitcode des Rigvedas jetzt teilen, was 339 jetzt ist, if we divide it by the number of these days of the symbolic year, 360, wenn wir das jetzt 339 durch 360 Tage teilen, als symbolische Jahr, then you get this 0.9 something. dann kommt man auf 0,9416. Please remember this number. Bitte erinnert euch an diese Nummer. If you haven't had enough of numbers, please remember this one. Wenn ihr schon noch nicht genug habt oder zu viel habt, aber wenigstens diese merkt euch. Why are we calculating so much? Warum müssen wir so viel rechnen? Because we want to prove that the Rig Veda has Shruti, as revelation. Wir möchten beweisen, dass der Rigveda eine offenbarte Schrift ist. And the Bhagavad-gita as a piece of the sacred tradition, Smriti. Und die Bhagavad-gita ein Teil der gehörten Offenbarung ist, Weitergabe ist. Comes from the same source, comes from the same author. Kommt aber beides aus der gleichen Quelle, vom gleichen Autor. So here we have one like a hidden signature of Vyas. Da haben wir wie eine geheime Unterschrift von Vyasadeva. He is the compiler of the Vedas and he's quite intelligent to give his signature if he wants. Er ist der Verfasser der Veden und er ist sehr intelligent, eine Geheimunterschrift sozusagen einzubauen, wenn er das möchte. So we calculated almost everything with the Rig Veda. Wir kalkulieren so ziemlich alles auf der Grundlage des Rigveda. Let's turn our attention to the Bhagavad-gita, right? Lasst uns unsere Aufmerksamkeit zu Bhagavad-gita lenken. If we calculate in a similar manner
with the numbers of the Gita, we shall also achieve some very interesting points. Wenn wir die Bhagavad-gita auch mit ähnlichen Nummern kalkulieren, kommen wir auch zu interessanten Ergebnissen. The Gita has 18 chapters, right? Die Gita hat 18 Kapitel. So if we take again the number of the chapters as the aspect of space, Wenn wir die Nummer der 18 Kapitel wieder mal als einen Aspekt des Raumes betrachten, and if we divide this number by 2, which was the code number of space, you remember, then we achieve 9. und wenn wir diese 18 wieder durch den Code, durch Codezahl 2 des Raumes teilen, dann kommen wir auf 9. Right? So 9 is a very interesting number concerning the Gita again. 9 ist eine sehr interessante Nummer, wenn man die Gita betrachtet. The number of the verses of the Gita is 700. Die Nummer der Verse in der Bhagavad-gita ist 700. So if we continue in the same manner, what was the code number of space? Wenn wir in der gleichen Art und Weise wieder das praktizieren, was ist Correct, that was the 3. Space? No, site was 3. Time was 3. Sorry, the time, yes. The time, the code number of time, that was 3. Die Codenummer von der Zeit ist 3. So if you divide, you will get such a fraction. Wenn wir das wieder teilen, kommen wir zu einem Bruchteil. It doesn't really help us. Das hilft uns nicht so. So we need a special calculation here. Wir brauchen eine spezielle Kalkulation hier. Who are the characters in the Gita? Wer sind die Charaktere in der Gita? Krishna, Shuna, Krishna, correct. Arjuna, correct. Sanjay. Sanjay, correct. Hanuman. Hanuman. yeah. He's there on the flag. Dhritarashtra is correct. So there are 4 characters in the Gita. Let's see how many times they speak. Da gibt es also 4 Charaktere in der Bhagavad-gita. Sanjay, Dhritarashtra, Arjuna und Krishna. Lass uns mal gucken, wie oft die sprechen. Dhritarashtra is very humble. He tells only one verse. Dhritarashtra nimmt eine demütige Position, er spricht nur einmal. The first one. Den Paramakshetre Kurukshetre. ersten Vers in der Bhagavad-gita. This is for Dhritarashtra. Das ist für Dhritarashtra. Sanjay is the second. Sanjay ist der zweite. Verse. He tells 40 verses. Er hat 40 Verse gesprochen. Right? And who is next? Wer ist der Nächste? Correct. Arjuna with the numbers. Arjuna ist der Nächste. 84,5 Mal. And the majority is spoken by Krishna. Und die Mehrzahl der Verse ist durch Krishna gesprochen. So if we calculate all this together, this is the 700. Und alle zusammenzählen, kommen wir auf 700. Right? But we can say that the actual discussion between God and his servant, between Krishna and Arjuna, this is only these 659. Die eigentliche Diskussion zwischen Krishna und Arjuna sind also nur 659 Verse. Therefore, we have to use this number in this calculation. Deswegen müssen wir diese Nummer in dieser Berechnung auch nehmen. If we want to find the time code of the Gita. Wenn wir den Zeitcode der Gita finden möchten. So, remember, in the Rig Veda we had the actual, the symbolic number of the year, symbolic number of the days of the year, and this proportion. And here we also have the actual number of the verses spoken by God and Krishna and Arjuna. Also im Rig Veda hatten wir ja auch diese 360 Tage als symbolisches Jahr genommen und jetzt nehmen wir auch diese 659 als eine symbolische Nummer. Für die Bhagavad-gita.
this is the actual discussion, and the complete number of the verses is 700. So let's divide these two. Lass uns jetzt mal beide Zahlen teilen, die 700 oder auch die 659. And what you achieve is 0.9. So, was man, achso, 659 durch 700 sind 0,49414. And I'm sure you memorized the number of the previous picture. Und ich bin sicher, dass ihr euch daran erinnert, dass auf der vorherigen Folie auch schon mal diese Nummer zu sehen war. Same. So almost the same. So the mystic signature of Vyas, we can say. Es ist so wie eine mystische Signatur oder Unterschrift von Vyasadeva. The time code of the Rig Veda and the time code of the Bhagavad-gita is very, very close to each other. Der Zeitcode des Rig Veda und der Bhagavad-gita liegen ja auch wirklich sehr dicht beieinander. So, actually, this understanding and this calculation is according to one professor in India, Subhash Kak, his name. Diese Berechnung hat ein Professor in Indien angestellt, der heißt Subhash Kak. And he is working for a new perspective over the ancient history of India. Arbeitet an einer neuen Perspektive über das alte Indien. And this calculation, according to his understanding, shows the unity of the compiler of both the Rig Veda and the Bhagavad-gita. Und diese Berechnung hat für ihn gezeigt, dass es eine Verbindung gibt zwischen den, dass der Verfasser von Rig Veda und Bhagavad-gita der gleiche ist. Right? Because this is a major topic in Indology, whether who is the author, when all these different scriptures manifested, etc. Das ist ein großes Thema in der Indologie-Wissenschaft, wer jetzt der Verfasser von welcher Schrift ist und wann das geschehen ist, wann es verfasst wurde. Right? So, this much today for about the numbers. Das reicht heute. And this professor says that this is like, as you can read, this is like a hidden, a mystic signature of Vyas. Der Professor hat es auch so gesagt, das ist eine mystische, verborgene Unterschrift von Vyasadeva. Again, this is a proportion of different numbers, different aspects of the revealed scriptures. Das sind verschiedene Proportionen von Zahlen der verschiedenen offenbarten Schriften. So we can say that the proportions are very important. Wir können sehen, dass wir können sagen, dass die Proportionen sehr, sehr wichtig sind. And now, if we focus our attention more on the Gita proper, wenn wir jetzt unsere Aufmerksamkeit mehr vernünftig auf die Bhagavad-gita richten, first I have to ask, do you have any reflections, any questions so far? Habt ihr irgendwelche Gedankenreflexionen oder Fragen soweit? So you agree with all the numbers? All right, thank you. Then I have a request. Ich habe eine Bitte. Let's discuss a little bit about the secrets. Lass uns ein bisschen über die Geheimnisse diskutieren. What can we do with the secrets? Was können wir mit Geheimnissen anfangen? If you have a secret, what do you do with the secret? Share. Wenn du ein Geheimnis was kann man mit Geheimnissen anfangen? This
This is one thing that usually we do with the secrets, we open it up. Das ist etwas, was wir normalerweise auch tun, mit einem Geheimnis, wir öffnen es einfach. But usually the secrets should be kept. Preserved. Eigentlich sollte ein Geheimnis auch ein Geheimnis bleiben. Because this is the nature of a secret, that it preserves the power. Somehow it keeps its power if it is not opened up. Das ist auch das Geheimnis eines Geheimnisses, dass sozusagen es seine Kraft auch behält, wenn man es verschlossen und geheim hält. Nevertheless, we all feel the urge, if we have a secret, to find somebody to share. Aber gleichzeitig haben wir auch dieses Verlangen, es mit jemandem zu teilen, wenn wir ein Geheimnis haben. Right? So this is another relationship to a secret, to find the proper person whom we can share. Und das ist eine andere Beziehung zu einem Geheimnis, einfach jemanden zu finden, mit dem wir unser Geheimnis teilen können. Right? You follow? Who will preserve and serve this secret in the same manner as we have served and preserved. To find such a person who will serve and save the secret in such a manner as we have found. Wenn wir jemanden finden, der das dann auf die gleiche Art und Weise auch wieder bewahrt, so wie wir es bewahrt haben, that he will share only with somebody who is qualified. dass er es nur mit jemandem teilt, der wirklich qualifiziert ist. So this is one way of preserving a secret. Eine Art und Weise, ein Geheimnis zu erhalten. And now think about your home. Denkt mal an euer Zuhause. If you have something very precious and you want to hide it from a thief, there you will hide it. Wenn ihr etwas wirklich Wertvolles besitzt und Angst haben wollt, Angst vor einem Dieb habt, wo wollt ihr es verstecken? Under the floor. No place. Under the floor, good. There's no place to hide. There's no place to hide. You put in your safe, right? Mal ein Safe nehmen oder einfach keinen Ort, es zu verstecken. But think with the brain of a thief. Denkt mal mit dem Gehirn eines Diebes. I would put it like in the cupboard in between the socks where no one would think there was But something no precious. one would think. I think we all think that this is the proper place to hide the money. Right? Most obvious place. Wir denken alle, dass vielleicht der beste Platz, Geld zu verstecken, vielleicht da ist, wo der Dieb nicht auf die Idee kommt, zum Beispiel da, wo die Socken liegen. Right? When I want it really safe, I have it on myself. Because then Oh, money with women, it's not safe. I have it under control myself. But I also have a suggestion. If we put it in a very obvious place, Ich habe einen Vorschlag, wenn wir es an einem sehr offensichtlichen Ort ablegen. nobody would think that this guy is so stupid to leave his most important things in a very obvious place. He wants to hide, everybody will think. So an obvious place to hide something is a good option. Aber da wird der Dieb denken, so blöd kann keiner sein, dass man einfach sowas Wertvolles einfach dahin legt, wo es jeder einfach sofort sehen kann. Und das kann deswegen auch eine Möglichkeit sein, etwas Geheimes zu bewahren. Right? If you search in the safe, if you search in the socks, you don't search on the table. Wenn man in den Socken wühlt und im Safe da rumknackt, dann guckt man vielleicht nicht auf den Tisch. So, do you have a secret? Habt ihr ein Geheimnis? Do you have something valuable? Habt ihr wertvolle Gegenstände? I think we all have. Wir haben wir alle. If you are Vyasa, Wenn angenommen ihr wärt Vyasadeva and you have something very important message und ihr habt to eine tell, sehr, sehr wichtige Botschaft mitzuteilen. if you have a secret that you want to keep and at the same time you want to preserve for the qualified ones, Wenn ihr ein Geheimnis habt, das würdet ihr eigentlich behalten, aber zur gleichen Zeit wird es natürlich auch den sehr Qualifizierten auch weitergehen. and if you have to write a divine poem in 700 verses, Und wenn ihr ein göttliches Poem in 700 Versen schreiben solltet,
where would you put this secret, important message? Wo würdet ihr die wichtige, geheime Botschaft hin tun? The first ones? Good. First, you said you have another opinion? In the middle of the table. In the middle? Very good. Mitte auf dem Tisch. Oh, good point. We have to see that also. Am 108. Vers. We can tell the most important thing at the end also, right? Wir könnten auch das Allerwichtigste Geheimnis am Ende mitteilen. So the beginning and the end is very obvious. Anfang und Ende ist eigentlich sehr offensichtlich. The middle section is also very obvious. It's easy to think of it. Die Mitte ist eigentlich auch sehr einfach zu finden und daran zu denken. But a hidden code is different. Aber ein versteckter Code ist ganz verschieden. Shall we calculate a little bit more? Können wir doch noch mal ein bisschen rechnen? You agree? Then we have to jump a little bit. Müssen wir ein bisschen rumspringen. This is our job. We have to examine this structure, this hidden secret structure of the Gita. Wir müssen die verborgene Struktur der Bhagavad-gita untersuchen. We have to observe the number of the verses, the title of the chapters, and the sequence of the chapters. Wir müssen die Zahl der Kapitel betrachten, die Nummer der Verse und die Sequenz der Anordnung. So the first chapter, number 1, is the exposition. Das erste Kapitel, die Nummer 1, ist die Ausstellung. And it's got Einführung. It's got 46 verses. Es hat 46 Verse. And if you want to find the important message in the Gita, I think it's very better to study the beginning. Wenn man die wirklich wichtigen Verse der Bhagavad-gita finden möchte, denke ich, es wichtig ist, mit dem Anfang zu beginnen und dort zu suchen. Because there we meet the problem itself, the problem of Arjuna. Denn dort werden wir das Problem selbst finden, also das Problem, was Arjuna auch betrifft. So please study from that point of view also. Bitte studiert es auch von diesem Standpunkt aus. Then the second chapter is analysis and yoga. Das zweite Kapitel ist Analyse und Yoga. Sankhya and yoga, different philosophical schools of traditional India. Das sind Sankhya und Yoga sind verschiedene traditionelle philosophische Schulen von Indien. And then we come to the art of action. Dann kommen wir zur Kunst des Handelns. You remember what was the space code of the Gita? 2 was the key number, but the 2 we divided the number of the chapter 9. And the 4. No, that was the signature of Yas. We divided the number of the chapters with the code number, the key number of space. That was 2. So we came to 9, right? You remember? So let's quickly go to the 9th chapter. Lass uns mal schnell zum 9. Kapitel schreiten. So this is like one half of the Gita. Oh, we have numbers on the right side as well. Sure. Yeah. Maybe it's not so obvious, sorry. But you see, these are the sequence numbers, first, second, third, etc. And at the end is the 9th. Das 9. Kapitel ist sozusagen die Mitte der Bhagavad-gita. Right. And on the
On the side, you see the numbers of the chapters each. Auf der rechten Seite seht ihr die verschiedenen Kapitel und links. No. So this is like the middle section of the Gita. Das ist der mittlere Abschnitt der Bhagavad-gita. And then we can find the parallels or the twins of these chapters. Dann können wir die Parallelen oder die Zwillinge dieser Kapitel finden. Right? The twin of the 9th chapter is obviously the 10th. And for the 8th chapter, this is the 11th. Right? Der Zwilling des 9. ist das 10. Kapitel und vom 8. ist das 11. Kapitel. Etc. Und so weiter. So we can build up the structure Können on the second half of the Gita. diese Struktur von der zweiten Hälfte aus aufbauen. So you see, the first chapter is in parallel with the 18th, the second with the 17th, etc. etc. Das erste Kapitel ist in Parallelstellung mit dem 18., das zweite mit dem 17. und so weiter und so fort. So if we add the numbers, I mean the sequence numbers of the chapters, Wenn wir die Sequenznummern der Kapitel zusammenzählen, 1 and 18, 1 und 18, you get 19. kommen wir auf 19. Right? If you add the second chapter and the 17th, again you get 19. Wenn wir das zweite und 17. Kapitel zusammenzählen, kommen wir wieder auf 19. Third and 16, again 19. Dritte und 16 auch wieder 19. And if you add the 9th and the 10th, again this is 19. Wenn man das 9. und 10. kommen wir wieder auf 19. So 19 also has got something to say. Also die Zahl 19 hat auch wieder eine Wichtigkeit. We added up the numbers. And you know in numerology, it's always adding up, adding up. In der Numerologie zählen wir praktisch alles zusammen und kommen zu einer Quersumme. So if we add up the 19, 1 and 1 plus 9, that is 10. Right? But 1 plus 9 is 10. Yeah. That's not here. Wenn wir 9 und 9 und 1 zusammenzählen, kommen wir auf 10. So the 9th chapter was provided as the code, the time, the space. Yes, that was the space aspect, right? The 9th. Die Nummer 9 war der Raumaspekt der Bhagavad-gita. And if we add up the sequence number of the chapters, we come to 10. And this is the middle section of the Gita, the 9th and the 10th chapter. Wenn wir dann die Sequenznummer nehmen, das ist die 10, und wir das dann sehen, sind das die beiden mittleren Sektionen der Bhagavad-gita, 9 und 10. This is like the most protected part of the whole Gita, the core, we can say. Das ist sozusagen der am meisten geschützte Raum der Bhagavad-gita, sozusagen der Kern. And if we calculate the number of the verses, the section point, the middle section of the Gita is in the 9th chapter. Wenn wir die Verse zusammenzählen, finden wir, dass der mittlere Bereich in der Mitte der Bhagavad-gita ist. Yeah, so this 300 and 50 and 51st, because you know this is equal numbers, so there's no one, it's always in pairs, in twins. So the 350 plus 51st, these are the core verses, the section verses, middle section of the Gita. Also wenn wir dann die Verse 350 und 351 anschauen, dann finden wir sozusagen die Kernverse der Gita. Right, so 9th chapter is the middle section of the Gita. 9. Kapitel ist der mittlere Bereich der Gita. And do you have a Gita here, somebody? Hat jemand eine Gita dabei? It's too much time? No. 5 minutes. All right, go ahead.
Tisch vielleicht. Ja, ich will rauslassen. Guck mal, vielleicht auf die Decke. Because In der Bibliothek kannst du fahren. we have to check these verses. Wir müssen uns diese Verse mal anschauen. What is the message here? Was ist dort die Botschaft? What is the message in the middle section of the Gita? Was ist die Botschaft des mittleren Bereichs der Gita? Probably something very important in Bhakti. Möglicherweise ist da was ganz Wichtiges in Hinsicht auf Bhakti zu finden. So, our Krishna is telling something at the middle section. Unser Krishna sagt dort etwas in dem mittleren Bereich der Gita. And we have to pay special attention on this message. Wir sollten auf seine Botschaft eine ganz besondere Aufmerksamkeit. He has hidden something very important there in the middle section for us. Hat dort etwas sehr Wichtiges für uns in der mittleren Sektion verborgen für uns. Here you see how the different chapters are connected. This is like a curve. Da sieht man, wie die verschiedenen Kapitel der Bhagavad-gita miteinander verbunden sind. Das sieht aus wie eine Kurve. And also the summing up of the number of the chapters. It's always 19. Die Zusammenzählung der Parallelverse kommt ja immer die Zahl 19 raus. How do you come up with this curve? I just draw it. I mean, why do you draw the curve? Because these are the connection. The focus of this curve is in the 9th and 10th. Oh, okay. This They is- come together. Yeah, this is the point. You please help. Please help. You can read. I will tell you the numbers. So, where to hide something important message? The exact middle point, 700 divided by 2, this is the 350th and 51st verse of the Gita, 9th chapter, 13th and 14th verse. Also die wichtigsten Verse sind jetzt Bhagavad-gita 9, 13 und 14. Welcher Vers? 9, 13 und 14. Vers 13 13. und dann 14. Oh, kannst du auf Deutsch? Ja. Okay. Die großen Seelen jedoch. Aha! So who is in the focus of God? The great souls. Wer ist im Fokus von Gott? Die großen Seelen. Right? He draws his attention, our attention, on the great souls. He is in the middle section. The Vaishnava. Go on. Er bringt unsere Aufmerksamkeit auf die großen Seelen. Die sind in der Mitte. Die großen Seelen jedoch, O Arjun, die an meiner göttlichen Natur teilhaben, verehren mich mit einfältigem Geist und erkennen mich als den unvergänglichen Ursprung der Wesen. You see? Very important. Seht ihr, das ist sehr wichtig. Krishna, in the middle focus of his 700 verses, 700 verse speech, is Vaishnava. So für Krishna im Fokus dieser 700 Verse, in der Mitte davon ist der Vaishnava. Right? Then who should be in the focus of our attention? Wer sollte deswegen in der Aufmerksamkeit im Fokus von unserer Aufmerksamkeit stehen? If the great souls are in the focus of God, Wenn die großen Seelen im Fokus von Gott stehen, they should be in our focus also. die sollten also auch in unserem Fokus sein. Right? And give the next verse also. Sie lobpreisen mich alle Zeit, streben, sind fest in ihren Gelübden,
verneigen sich vor mir und verehren mich stets mit unerschütterlicher Hingabe. Devotion, Bhakti, Hingabe. Excuse me, is that Mama Bhakti? Adyati Mama Namaskar? No. No? Satatam, Kirtayanto Mama, Yayantaras, Shadridi. Ich kann das kaum lesen, weil ich Brille brauche. Satatam Kirtayanto. All the time, permanently, they glorify me. Right? This is the nature of a great soul. Die großen Seelen verehren mich unaufhörsam mit großer Hingabe. Das ist die Natur dieser großen Seelen. Right? So even the, so to say, the geometrical section, the middle section of the Gita tells about the Vaishnava, tells about the pure souls. Sozusagen das geometrische Mitte der Bhagavad-gita spricht über Vaishnavas, über die großen Seelen. They are in the focus of God, Lord Krishna. Die sind im Fokus von Lord Krishna. And in the next verse, their nature is described. They always glorify the Supreme. They always glorify me. Und im nächsten Vers, im 14, sind diese großen Seelen beschrieben, was sie tun. Sie beschreiben ständig meine Herrlichkeit. Right? So even the obvious place, like to hide a secret, even the obvious place tells us something very, very substantial. Sogar der offensichtlichste Platz, ein Geheimnis zu bewahren, erzählt uns etwas sehr Substanzielles und Wichtiges, Wesentliches. Oh, but Krishna has other hiding places also. Aber Krishna hat natürlich auch noch andere Versteckplätze. Alright, we still have a little time. So, let's think about the golden section. Lass uns über ein goldenes Kapitel nachdenken. Golden Schnitt. Ah? Golden Schnitt. Der goldene Schnitt. Der goldene Schnitt. Ich komme aus der Kunst, aus der Malerei, da gibt es ein bestimmtes Verhältnis mit einem 1,6 zu 1 oder so. Thank you. I wanted to describe that, but you did. Ich wollte das beschreiben, aber jetzt hast du es nicht. So, golden section again about the proportion, a divine proportion. Diese goldene Sektion spricht auch wieder über göttliche Proportionen. Right? And you can find it in very many places in the nature. Man findet es in sehr vielen Stellen oder Orten der Natur. The leaves on a plant are adjusted according to that proportion. Die Anordnung von Blättern einer Pflanze sind in dieser Struktur angeordnet. Like the corns on a Sonnenblume. Yes. They are also sunflower, also according to that. Also the human body, different body parts, the proportion is according to this golden section. Das ist auch die Anordnung von Kernen einer Sonnenblume oder auch wenn man den menschlichen Körper betrachtet, ist in der Proportion dieses goldenen Schnitts mit. So, let's see what is there in the golden section of the Gita. Was ist in der goldenen Sektion der Gita zu finden? So you can take the smaller parts first and the bigger part later, or you can exchange. You can take the bigger part first and the smaller part later. Man kann zuerst den kleineren Abschnitt nehmen und den größeren später, oder man kann es auch austauschen und dann fängt man erst mit dem größeren an und den kleineren später. Right. So in this way there are two golden section points of the Gita. Da gibt es also zwei goldene Sektionenpunkte der Bhagavad-gita. So let's take the first one. If you calculate the numbers, the numerals of the verses, this is the 267 and 68. This is the first golden section pair. Die erste goldene Sektion ist, wenn man this one? Wenn man 267 minus? No, they always do, because it's equal numbers. So 267 und 268 nimmt. This is the 6th chapter. Das ist das 6. Kapitel. So please look up the verses. 6th chapter, 35, 36.
6th chapter, you remember, this is about meditation, right? Das 6. Kapitel ist Dhyan Yoga über Meditation. Der gepriesene Herr sprach: Zweifellos, o mächtig bewaffneter Arjuna, der Geist ist schwer zu beherrschen und ruhelos, aber durch Übung und durch durch Leidenschaftslosigkeit kann er bezähmt werden. You see? So in this important point, the mind is mentioned. In diesem bedeutenden Vers ist der Geist beschrieben. The human being is controlled by the mind. Das menschliche Wesen wird durch den Geist kontrolliert. Therefore, this divine proportion draws our attention on the mind, how to control, how to make friends with the mind. Und deswegen wird dieser Abschnitt praktisch da wird der Geist beschrieben, wie der Geist das menschliche Wesen kontrolliert. And please give us the next verse also, because it's almost prepared. 36. 36 now. Der sich nicht selbst beherrscht. Nee. Ich denke, Yoga kann schwer von dem erreicht werden, der sich nicht selbst beherrscht. Der Selbstbeherrschte und Strebende aber kann durch die geeigneten Mittel dahin gelangen. Okay. I think yoga can only be accomplished, it's very difficult to be accomplished, but the person who is controlling himself and who is endeavoring and has acquired tools, then it can be successful. Yes. So not only the enemy, the mind is an enemy, but the solution also is given. Der Geist ist also nicht nur der Feind, sondern es wird auch gleichzeitig die Lösung mit angeboten. Right? Try to control, be persistent in your practice. Versucht den Geist zu beherrschen und seid stetig in eurer Praxis. Find your freedom or independence from these influences and then you will succeed. Finde die Freiheit und Loslösung und dann würdet ihr auch erfolgreich sein. It's a very good message. It's very promising. Das ist eine gute Botschaft und sehr vielversprechend, oder? So in the first golden section, the key to success over the mind is given. In diesen goldenen Sektionen ist sozusagen der Schlüssel, wie man den Geist beherrscht, gegeben. So let's see what is given there in the other golden section point. Lass uns mal sehen, was noch da ist in den anderen in the 11th chapter. Goldenen Sektionen. The numerals of these verses are 432 and 11th chapter 19 and 20. Du bist das Unvergängliche, das höchste Wesen, das es zu erkennen gilt. Du bist die großartige Schatzkammer dieses Universums. Du bist der unvergängliche Beschützer des ewigen Dharma. Du bist das Urwesen, so glaube ich. You are the imperishable. You are the highest being that is to be known. You are the biggest treasure chest of the universe. You are the unperishable protector of the eternal Dharma. You are the Adi being, so to say. I think so. You see, so here Arjuna is speaking. Before Krishna was speaking. Now Arjuna is speaking and he's glorifying the Supreme Lord. Früher hat Krishna gesprochen. Hier sehen wir, dass Arjuna spricht, um den höchsten Herrn zu glorifizieren. Right? You are the treasure. You are the source. You are the middle. You are the end. Du bist die Schatzkammer. Du bist die Quelle. Du bist der Anfang. Du bist das Ende. Isn't it beautiful? The other
golden section point is when the human, we, can glorify the Lord. Another major point of importance. Ist das nicht wunderschön, in diesem Vers sozusagen das menschliche Wesen den höchsten Herrn glorifizieren kann? But our time aspect is running out very shortly. Und unser Zeitaspekt ist jetzt langsam am Auslaufen. But the safe of the Bhagavad-gita is in a different place. Aber der Schatz der Bhagavad-gita ist ein noch anderer Ort. Die Schatzkammer. This is in the 10th chapter. Das ist im 10. Kapitel. Because we added up the numerals of the sum of the numbers of the chapters, 19, 1, 9, 10. Denn wir haben ja die Summen zusammengezählt, 1 und 9, da sind wir auf 10 gekommen. Right? So the 10th chapter contains the 4 main verses of the Gita. Und das 10. Kapitel beinhaltet die 4 Hauptverse der Bhagavad-gita. All the great revealed scriptures, they are condensed in a few verses. Alle großen offenbarten Schriften sind immer in ein paar Versen kondensiert oder zusammengefasst. Srimad Bhagavatam has 18,000 verses, right? Das Srimad Bhagavatam mit 18.000 Verse. Yeah, there are 4 verses, the Chaturshloki Srimad Bhagavatam, which contains everything. Aber es gibt da 4 Verse, Chaturshloki Bhagavatam, was alles beinhaltet. The Brahma Samhita has about almost 100 verses, 80 something. Die Brahma Samhita hat almost 100 verses. Es hat ungefähr 100 Verse. And there are 5 main verses at the end. Und das sind 5 Verse am Ende als Zusammenfassung. And the 700 verses of the Gita are also summarized in 4 verses. This is the Chaturshloki of the Gita. Und die 700 Verse der Bhagavad-gita sind auch in 4 Verse zusammengefasst als Chaturshloki der Bhagavad-gita. So, and you see the numerals of these verses? 10th chapter? 8 and 11. Again, that is 19. Seht ihr wieder, da sind Vers 8 bis 11 und das sind wieder 19. So we also have to pay some attention to the 8th and the 11th chapter. Also müssen wir natürlich auch Aufmerksamkeit auf das 8. und 11. Kapitel lenken. And if we return just a little bit, wenn wir nochmal zurückkommen, ein wenig, to this structure, then the 9th chapter is the most confidential knowledge, right? Das 9. Kapitel beschreibt das höchst vertraulichste Wissen. And the 10th chapter is the glories of the Supreme Lord. Und das 10. Kapitel beschreibt die Herrlichkeit des höchsten Herrn. So 9 and 10 as the core describes this most confidential, most hidden science about the glories of the Supreme. Das 9. und 10. Kapitel beschreibt also das höchst intime, vertrauliche und höchste Wesen der höchsten Persönlichkeit Gottes. Right? And in the Chaturshloki we saw the numerals of 8 and 11. And just check out what are the titles there. How to reach the Supreme, this is for the 8th chapter. Und in the Chaturshloki says 8 and 11, and this describes in the 8th chapter how to reach the Supreme, wie man den Höchsten erreicht, and the cosmic vision, und die kosmische Manifestation im 11. say enlightenment. So you see, all these different numbers relate to each other, tell about each other. Sie sehen, diese ganzen verschiedenen Nummern haben immer eine Beziehung miteinander. And now to close our session, there is only one thing remains, to listen to the 4 main verses of the Gita from the 10th chapter. Jetzt zum Ende des Seminars werden wir uns nochmal den
Chatusloki der Bhagavad-gita beschäftigen. 10.8. Ich bin der Ursprung von allem. Jai. Aus mir entwickelt sich alles. In diesem Wissen verehren mich die Weisen in Meditation. I am the source of everything. From me, everything develops. With this knowledge, the sadhus worship me in meditation. Jai. Please go on. So this is the starting point about the core, the most essential message of the Gita. I am the source of everything. Right? Ihr Geist und ihr Leben sind völlig in mir aufgegangen. Sie erleuchten einander gegenseitig, sprechen immer von mir und sind zufrieden und froh. Their minds and their life is completely dedicated to me, and they enlighten each other. They speak about me, and they are always self-satisfied and happy. You see? First God, then His beloved ones. I am the source, and my beloved ones behave like this. 9, 10. Die Menschen, die immer beständig sind und mich liebevoll verehren, gewähre ich den Yoga der Unterscheidungskraft, durch den sie zu mir kommen. Dadami buddhi yogam tam yena mam upayantite. I will give them the divine intelligence through which they can come to me. Aus bloßem Mitgefühl mit ihnen zerstöre ich, der ich in ihnen bin, die aus Unwissenheit entstandene Dunkelheit mit der leuchtenden Lampe des Wissens. I am compassionate on them, and I will enlighten them. Ich bin mitfühlend mit ihnen und ich werde sie erleuchten. So this is only 4 verses, but from a very general conception of God. I am the source of everything. This is like a very general, very impersonal conception. We come to the, but I am compassionate. You see, only a few words, but He reveals Himself. I am compassionate, and I will provide you everything that you need for your perfection. Here Krishna is revealing His personal feature, and He's saying, er sagt Krishna, dass er doch einen sehr persönlichen Aspekt hat und dass er sehr mitfühlend mit allen Wesen ist und dass er sie mit allem, was sie brauchen, versorgt. So, this is the core of the Gita. Das ist der Kern der Gita. The compassionate Lord. Ein barmherzig mitfühlender Herr. And His beloved ones who dedicate their lives, who dedicate their faith to Him and discuss about Him, glorify Him. Und die seine geliebten Devotees, die ihr Leben ihm geweiht haben und immer über ihn sprechen. You see, God Supreme and His beloved devotees are always together, even in the core of the Gita. They're never separate. Und der geliebte Herr und seine Geweihten sind immer zusammen, auch im Kern der Bhagavad-gita vereint. So, we have to express our gratitude to Vyasadeva, who gave all these complicated numerals. Wir können unsere Dankbarkeit gegenüber Vyasadeva ausdrücken, weil er uns diese ganzen komplizierten Zahlen da auch gegeben hat. And his hidden secret signature by these proportions. Und seine verborgenen, geheimen Unterschriften in diesen Proportionen mitgeteilt hat. Because whether we observe the first, the last, the middle section, the golden section, or the hidden compartment of the Gita, we find some great treasures. Egal wo, ob wir am Anfang sind, am Ende, ob wir die goldenen Schnitte der Bhagavad-gita betrachten oder auch zum Kern der Gita kommen, es ist immer etwas ganz Wunderbares zu entdecken. So I have to express my gratitude to you.
Ich habe jetzt meine Dankbarkeit euch gegenüber auch, that you gave me the chance to remember. Dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt, mich selbst zu erinnern. And please forgive my bad lesson in this temple. But I think finally we could arrive at the lowest peak of the compassionate God. Aber wir sind jetzt am Ende einfach bei einem sehr mitfühlenden Herrn angelangt. Und das ist sehr schön. Das ist es. Radhe Radhe